Das hier ist eine Spardose aus Holz und hier kann man Münzen reingeben und hier kann man Scheine reingeben, die muss man zusammenrollen. Dann kommen die hier rein. Und weil die hier stecken bleiben, gibt es hier so ein Pfrümpftel. Ja, ist schon gut jetzt. Und damit kann man die hier rein drücken. Seht's? So. Die Frage ist allerdings, wie bekommt man die Dose auf? Weil unten gibt es nichts, kein Schloss oder was. Und oben auch nicht. Und drehen geht auch nicht. Aber wenn man genau schaut, gibt es hier einen Nagel und auf der anderen Seite gibt es auch einen Nagel. Allerdings sitzen die so tief drin, dass man die nicht greifen kann. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass man hiermit vielleicht was machen kann. Und die Idee ist richtig. Man kann nämlich hier das auseinandernehmen und sieht, hier auf der Seite hat es einen Magneten. So. Und damit könnte man jetzt diesen Nagel rausziehen. Allerdings, so geht es nicht. So ist der Magnet zu schwach. Man muss das auf die Seite legen und dann verklemmt sich der Nagel nicht weiter und man kann ihn rausziehen. Und dasselbe auf der anderen Seite. So. Und jetzt kann man die Dose öffnen. Jetzt könnte der Dieb mit seiner Beute entkommen. Wäre da nicht noch ein kleines Geheimnis? Denn das ist nur, um den Dieb zu befriedigen. Der wahre Schatz ist nämlich noch in der Dose. Und zwar verbirgt es sich hier im Deckel. Und hier ist ein Glas mit einem Schraubverschluss. Das kann man öffnen. Und zwar und alle Scheine, die durch das Loch gesteckt werden, landen nicht in der Dose, sondern in dem Glas mit dem Schraubverschluss. So. Und so wird es wieder zusammengebaut. Kommt hier drauf. Und dann kommt, jetzt zuerst geben wir unseren Köder wieder hinein. Ein Schein sollte natürlich unten liegen, damit es so aussieht, als ob alles hier in der großen Box landet. So, dann machen wir wieder zu. Nagel rein. Nagel rein. Und Magnet wieder umstecken. So. Fertig.